Willkommen zu The Bitcoin Standard. Ich bin Michael, der Blocknomade. Diese Serie analysiert die strukturellen Konsequenzen eines monetären Systems mit absoluter Knappheit. Wir untersuchen die logischen Implikationen eines dezentralen Konsensmechanismus mit fixierter Menge. Also, wie sieht genau eine Gesellschaft aus mit Bitcoin als Geldsystem? Let's go! 21 Millionen Bitcoin. Diese Zahl ist nicht verhandelbar, nicht erweiterbar, nicht kompromissfähig. Sie ist in einem System verankert, das auf kryptografischen Beweisen, thermodynamischen Grenzen und spieltheoretischen Anreizen basiert. Die zentrale These dieser Folge: Bitcoin hat absolute Knappheit im digitalen Raum nicht erfunden, sondern entdeckt. Und diese Entdeckung erzwingt einen fundamentalen Übergang in der ökonomischen Physik. Von Inflation zu Deflation. Von Schulden zu Sparen. Von zentraler Kontrolle zu individueller Souveränität. Beginnen wir mit dem Fundament. Bitcoin operiert auf ca. 18.000 vollständigen Nodes, verteilt über alle Kontinente. Jede Node speichert die komplette Transaktionshistorie seit dem Genesis-Block vom 3. Januar 2009. Jede Node validiert unabhängig jede eingehende Transaktion gegen denselben Regelkatalog, also gegen alle Regeln. Die Architektur löst das byzantine Generalsproblem. Wie erreicht man Konsens in einem verteilten System, in dem einzelne Teilnehmer kompromittiert, inkompetent oder bösartig sein könnten, also wie ein General alles diktieren würden? Die Antwort lautet Nakamoto-Konsens. Keine Abstimmung, keine Koordination. Jede Node prüft selbst. Ein Block ist nur dann gültig, also der nächste Schritt in der Blockchain-Kette, ist nur dann gültig, wenn er den Proof-of-Work-Anforderungen genügt und alle enthaltenen Transaktionen den Konsensregeln entsprechen. Das ist der entscheidende Punkt. Es existiert keine einzelne Entität, die das Protokoll ändern kann. Änderungen erfolgen überwältigenden Mehrheiten über alle Stakeholder hinweg. Das heißt, Nodes, Miner, Entwickler, Nutzer, also jeder Einzelne, bestimmt mit. Das ist kein Bug. Das ist ein Feature. Das ist absolutes Titan durch Design. Warum ist das also eigentlich wichtig? Weil Zensurresistenz aus Redundanz folgt. Das bedeutet, um Bitcoin wirklich zu zensieren, müssten sie jeden einzelnen Node weltweit gleichzeitig ausschalten. Und um die 21 Millionen Regel zu kippen, müssten sie Millionen von unabhängigen Menschen koordinieren, die über den ganzen Planeten verteilt sind. Das wird niemals passieren, weil jeder dieser Akteure einen massiven ökonomischen Anreiz hat, diese Regel hart zu verteidigen. Denn wer würde schon freiwillig einer Regeländerung zustimmen, die sein eigenes Geld entwertet? Das ist keine politische Hoffnung. Das ist die Spieltheorie. Absolut logisch. Bitcoin ist keine rein virtuelle Konstruktion, sondern durch physikalische Arbeit abgesichert. Man beschreibt Bitcoin daher oft als digitale Energie. Der Mining-Prozess transformiert elektrische Energie in kryptografische Beweise. Das sind digitale Belege, die mathematisch garantieren, dass eine bestimmte Rechenleistung erbracht wurde. Dabei kommen SHA-256 Hash-Funktionen zum Einsatz. Ein Hash ist ein digitaler Fingerabdruck. Um einen gültigen Block-Hash, also den Fingerabdruck für einen neuen Datensatz, zu finden, sind Billionen von Rechenoperationen notwendig. Dieser Prozess ist thermodynamisch kostspielig. Er verbraucht Elektrizität und erzeugt Abwärme. Damit unterliegt die Erzeugung von Bitcoin den Gesetzen der Physik und kann nicht einfach per Mausklick kopiert werden.
Die aktuelle Netzwerk-Hashrate, also die kombinierte Rechenleistung aller Miner weltweit, liegt bei ca. 250 Exahash pro Sekunde. Das bedeutet, dass das Netzwerk pro Sekunde 750 Trillionen Rechenversuche unternimmt. Dieser energetische Aufwand ist messbar, verifizierbar und nicht zu fälschen. Messbar, weil die aufgewendete Energie lässt sich mathematisch herleiten. Verifizierbar, weil jeder Teilnehmer kann sofort prüfen, ob die Arbeit geleistet wurde. Und nicht zu fälschen, weil man kann das Ergebnis nicht vortäuschen. Man muss die Energie tatsächlich aufwenden. Verstehst du, was das bedeutet? Proof of Work bildet die digitale Ebene an die physische Realität. Man kann einen Block nicht durch Überzeugung, Korruption oder Mehrheitsbeschluss fälschen. Man kann ihn nur durch Arbeit erschaffen, durch den Einsatz realer Ressourcen in der realen Welt. Das macht Bitcoin unfälschbar. Nicht durch Gesetze und nicht durch Moral, sondern durch diesen beschriebenen energetischen Aufwand, die Thermodynamik. Der Bitcoin Core Code ist öffentlich einsehbar auf GitHub. Jede Zeile, jede Funktion und jeder Algorithmus. Und die Transaktionen sind alle öffentlich on-chain ablesbar. Damit kann nichts verheimlicht werden. Die 21-Millionen-Grenze ist in der Datei src/validation.cpp kodiert. Die Halbierungslogik ist nachprüfbar. Die Konsensregeln sind transparent. Das eliminiert das Vertrauensproblem. Sie müssen nicht mehr glauben, dass Bitcoin nur 21 Millionen Einheiten hat. Sie können es selbst überprüfen. Sie können den Code kompilieren, eine Node betreiben oder die Blockchain validieren. Don't trust, verify, sagt man in der Bitcoin-Szene. Und das ist keine Marketingphrase, das ist angewandte Methode. Diese 3 Säulen, Dezentralität, Proof of Work, Open Source, bilden ein in sich selbst verstärkendes System. Dezentralität macht das Netzwerk zensurresistent. Proof of Work macht es manipulationsresistent. Open Source macht es verifikationsresistent gegen Täuschung. Halt kurz inne und denk darüber nach. Die 21 Millionen sind nicht durch Versprechen gesichert. Sie sind durch Mathematik, Kryptographie und thermodynamische Gesetze gesichert. Digitale Daten sind der Definition kopierbar. Ein Bitstring auf einem Computer kann ohne Qualitätsverlust repliziert werden. Beliebig oft. Zu Grenzkosten nahe Null. Das ist optimal für Informationen. Für zum Beispiel Wikipedia, für Open Source Software, für wissenschaftliche Papers. Es ist katastrophal, aber leider für Geld. Geld erfordert Knappheit. Wenn ich Ihnen einen monetären Wert übertrage, darf dieser Wert nicht gleichzeitig bei mir verbleiben. Das ist das sogenannte Double Spending Problem. Wie verhindert man, dass eine digitale Einheit zweimal ausgegeben wird? Bevor es Bitcoin gab, gab es im Grunde 2 Versuche, digitales Geld zu erschaffen. Der erste Versuch sah so aus: die zentrale Kontrolle. Hier führt eine Bank das Kassenbuch. Sie allein entscheidet, welche Zahlung gültig ist. Und das Problem dabei? Es gibt eine zentrale Schwachstelle. Wenn die Bank gehackt wird oder Fehler macht oder ganz einfach, wie so oft, den Gelddraht zudrehen will, ist das System am Ende. Man ist der Willkür und der Korruption einer einzelnen Machtstelle ausgeliefert. Der zweite Versuch sah so aus: digitale Münzen ohne echte Knappheit. Also, es gab den Versuch wie DigiCash oder E-Gold. Technisch waren sie gut verschlüsselt. Aber sie hatten leider ein fundamentales Problem. Man konnte keine absolute Knappheit garantieren. Im digitalen Raum war es damals unmöglich sicherzustellen, dass Geld nicht einfach kopiert oder künstlich vermehrt wird. Und jetzt kommt Bitcoin. Bitcoin löste beide Probleme durch die Blockchain. Ein verteiltes, öffentliches, unveränderliches Hauptbuch.
Jede Transaktion wird permanent gespeichert. Jede UTXO, also Unspent Transaction Output, ist eindeutig identifizierbar. Jeder Versuch eines Double Spend wird von den Nodes erkannt und abgelehnt. Und genau hier liegt auch der Schlüssel zum Verständnis, warum Bitcoin 2.0 nicht funktioniert, also irgendeine billige Kopie von Bitcoin nicht funktioniert. Man kann den Code kopieren, man kann die Parameter ändern auf 10 Millionen Coins zum Beispiel oder auf 1-Minuten-Blöcke, das heißt, dass jede Minute dann statt alle circa 10 Minuten ein Block gefunden wird, oder auf andere Hash-Funktionen. Aber man kann Folgendes nicht kopieren. Erstens, die Netzwerkstabilität. Das sind 15 Jahre kontinuierlicher Betrieb, ohne Ausfall. Zweitens, man kann nicht kopieren die akkumulierte Hashrate, also hunderte Milliarden Dollar in Mining-Infrastruktur. Drittens, du kannst nicht das Lindy-Prinzip kopieren. Jeder Tag, den Bitcoin überlebt, erhöht die statistische Wahrscheinlichkeit, dass er weitere Jahre überlebt. Und du kannst viertens nicht kopieren. Die monetäre Prämie. Das bedeutet, du kannst nicht kopieren das kollektive Vertrauen von Millionen Nutzern, das sich in Marktkapitalisierung manifestiert. Verstehst du den Unterschied? Ein Fork von Bitcoin, also eine Kopieabspaltung von Bitcoin, ist wie eine Kopie von Facebook ohne Nutzer. Technisch identisch und ökonomisch absolut wertlos. Bitcoin ist knapp, weil das Netzwerk diese Knappheit verteidigt. Jeden Block und jeden Tag. Seit 15 Jahren. Das ist keine Erfindung, das ist eine Entdeckung. Die Entdeckung, dass absolute digitale Knappheit möglich ist, wenn kryptografische Beweise, thermodynamische Kosten und dezentraler Konsens zusammenwirken. Geld ist ein Tauschmittel über Zeit und Raum. Wenn Sie heute arbeiten, speichern Sie diese Arbeit in monetärer Form, also in Geld, um sie morgen gegen andere Güter zu tauschen. Die Qualität eines Geldes bemisst sich daran, wie gut es diesen zeitlichen Transfer erhält. In einem System mit variabler Geldmenge unterliegt Ihre gespeicherte Kaufkraft systematischer Entwertung. Jede neu geschaffene Geldeinheit verwässert den Wert aller existierenden Einheiten. Das ist keine Nebenwirkung. Das ist einfache Mathematik. Die Quantitätsgleichung des Geldes. Geldmenge M multipliziert mit Umlaufgeschwindigkeit V entspricht Preisniveau P multipliziert mit realem Output Q. Bei konstanter Umlaufgeschwindigkeit und steigendem realen Output führt eine fixe Geldmenge zwingend zu sinkendem Preisniveau. Das ist Deflation. Das ist der entscheidende Punkt. Bei fixem Geld werden wirtschaftliche Gewinne nicht durch Inflation aufgefressen. Sie kommen bei dir an. Und das muss ich wiederholen. Sie kommen bei dir an. Sie werden nicht aufgefressen. Und das kann man sich in dieser Gesellschaft nicht vorstellen, weil wir das einfach nicht erlebt haben. Das Geld würdest du perfekt zum Sparen benutzen können. Es würde die Gesellschaft bereichern mit dem technologischen Fortschritt, an den alle zusammen profitieren, ohne dass dein Geld von der Inflation wegschmelzt. Für dieses Verhältnis der Produktion und des Bestandes möchte ich dir die Stock-to-Flow-Ratio kurz erklären. Für Gold und einmal für Bitcoin. Diese Ratio, sie vergleicht den weltweiten Bestand, Stock, mit dem jährlichen Nachschub, Flow. Sie zeigt uns, wie leicht oder schwer es ist, ein Gut durch neue Produktion zu verwässern, also zu inflationieren. Gold hat eine Ratio von 62. Es dauert also 62 Jahre, um die Menge zu verdoppeln. Das macht es wertvoll und deswegen war es auch immer ein guter Wertspeicher. Bei Bitcoin ist dieser Nachschub im Code festgeschrieben. Er wird alle 4 Jahre automatisch um die Hälfte gekürzt. Dadurch wird Bitcoin immer schwerer zu produzieren, bis der Nachschub im Jahr 2140 bei Null liegt. Damit wird Bitcoin zum ersten Gut der Menschheitsgeschichte, dessen Menge völlig unabhängig von der Nachfrage bleibt. Absolute Knappheit.
Bitcoin bewegt sich unaufhaltsam auf eine absolute Grenze zu. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass wir ein Gut besitzen, das man nicht vermehren kann. Ganz egal, wie sehr sein Preis steigt oder wie viel Aufwand wir betreiben. Kritiker argumentieren, 21 Millionen sind zu wenig für 8 Milliarden Menschen. Diese Kritik verwechselt Teilbarkeit mit Knappheit. Ein Bitcoin enthält 100 Millionen Satoshis. Gesamtanzahl 2,1 Billiarden Satoshis. Bei gleichmäßiger Verteilung wäre das 262.500 Satoshis pro Mensch. Bei aktueller Kaufkraft wäre das mehrere $100 pro Person. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, wenn die Wirtschaft wächst und die Geldmenge fix bleibt, steigt der Wert jeder Geldeinheit. Das ist kein Bug. Das ist die Lösung des inflationären Raubes. Die Mainstream-ökonomische Angst vor Deflation basiert auf keynesianische Modelle, die Konsum als Wachstumsmotor betrachten. Diese Modelle setzen voraus, dass Menschen nur konsumieren, wenn ihr Geld an Wert verliert. Das ist empirisch absolut falsch. Menschen kaufen Computer, obwohl diese jedes Jahr günstiger werden. Menschen kaufen Smartphones, obwohl nächstes Jahr ein besseres Modell verfügbar sein wird. Deflation belohnt das Sparen. Sparen ermöglicht Kapitalakkumulation. Kapitalakkumulation ermöglicht Investitionen in produktive Technologien. Produktive Technologien wiederum steigern die Effizienz. Das ist kein Teufelskreis, das ist ein Wachstumskreis. In der Chaostheorie bezeichnet ein Fixpunkt einen stabilen Zustand, zu dem ein System konvergiert. Die 21 Millionen sind der monetäre Fixpunkt der globalen Wirtschaft. Unabhängig von politischen Systemen, Kriegen, Technologien. Diese Zahl bleibt. Fassen wir das also einmal kurz zusammen. Diese Zahl ist die erste echte Konstante in der Wirtschaftsgeschichte. Sie ist vergleichbar mit Lichtgeschwindigkeit in der Physik oder der Planck-Konstante in der Quantenmechanik. Sie ist eine Naturkonstante. Und daher wird Bitcoin auch als Ressource angesehen. Zentralbanken operieren nach dem fraktionalen Reserve-System. Geschäftsbanken können Kredite vergeben, die ein Vielfaches ihrer tatsächlichen Reserven betragen. Jeder vergebene Kredit erschafft neues Geld. Und das Resultat? Die Geldmenge wächst exponentiell. M2 in den USA ist seit 1960 um das 50-fache gestiegen. Das BIP nur um das 20-fache. Die Differenz ist Inflation, nicht Preisinflation allein, sondern Asset-Inflation. Also Immobilien, Aktien, Anleihen steigen im Preis, nicht weil sie produktiver werden, sondern weil mehr Geld die gleiche Menge an Assets jagt. Richard Cantillon erkannte bereits im 18. Jahrhundert Folgendes: Neue Geldschöpfung kommt nicht allen gleichzeitig zugute. Sie fließt nämlich zuerst zu jenen, die näher an der Geldquelle sind: Banken, Regierungen, große Unternehmen. Diese Erstempfänger können zu alten Preisen einkaufen. Bis das Geld die breite Bevölkerung erreicht, sind die Preise schon längst gestiegen. Verstehst du, was es bedeutet? Das ist struktureller Transfer von Kaufkraft, von Sparern zu Schuldnern, von Arbeitenden zu Vermögensbesitzern, von der Peripherie zum Zentrum. Die Ökonomen Ludwig von Mises und Friedrich August von Hayek haben schon vor Jahrzehnten beschrieben, wie unser aktueller moderner Konjunkturzyklus wirklich funktioniert. Alles beginnt damit, dass die Zentralbanken die Zinsen künstlich senkt. Weit unter das Niveau, das der freie Markt eigentlich festlegen würde. Das hat Folgen. Unternehmen nehmen plötzlich massenweise billige Kredite auf. Sie investieren in riesige Projekte, die sich bei normalen Zinsen niemals rechnen würden. Es entsteht ein künstlicher Boom. Alles sieht nach Wachstum aus,
Aber das Fundament ist brüchig. Ressourcen wie Arbeit und Material fließen in die falschen Kanäle. Es entstehen Immobilienblasen, unprofitable Start-ups oder gewaltige Überkapazitäten. Man nennt das Fehlinvestitionen. Doch irgendwann platzt die Blase. Die Realität holt die künstliche Welt ein und die massiven Fehler im System werden für jeden offensichtlich. Es folgt der Bust. Eine Welle von Insolvenzen, steigender Arbeitslosigkeit und eine tiefe Rezession. Es ist die schmerzhafte Reinigung nach einem Rausch, der auf billigem Geld aufgebaut hat. Zinsen sind im Grunde nichts anderes als ein Signal für unsere Geduld. Ökonomen nennen das Zeitpräferenz. Hohe Zeitpräferenz bedeutet, wir wollen alles jetzt sofort. Wir sparen nicht. Das führt zu hohen Zinsen, weil kaum Kapital zum Verleihen da ist. Es wird weniger investiert. Niedrige Zeitpräferenz bedeutet, wir sind geduldig. Wir sparen heute, um in der Zukunft mehr zu haben. Das führt zu niedrigen Zinsen, weil die Banken voll mit Ersparnissen sind. In einem gesunden System basieren Investitionen also auf echtem Gespartem, auf realen Werten, die Menschen durch Arbeit und Verzicht angehäuft haben. Doch wenn die Zentralbank die Zinsen künstlich senkt, gaukelt sie dem Markt vor, wir wären geduldig, obwohl wir es gar nicht sind. Es entsteht eine Geldillusion. Wir investieren Reichtum, der in der Realität überhaupt nicht existiert. In einer Welt mit fixem Geld führt jeder Produktivitätsgewinn zu sinkenden Preisen. Automatisierung zum Beispiel senkt Produktionskosten. KI reduziert Arbeitsaufwand. Skaleneffekte verbilligen Massenproduktion. Diese Gewinne werden direkt an Konsumenten weitergegeben, weil die Geldmenge nicht mitwächst. Beispiel: Computerindustrie. Rechenleistung wird jedes Jahr günstiger. Das ist sektorale Deflation in einer ansonsten inflationären Wirtschaft. Übertrage dieses Prinzip auf alle Sektoren und du verstehst den Bitcoin-Standard. Es wäre eine Machtverschiebung von Schuldnern zu Sparern und alle würden profitieren. Das aktuelle System begünstigt Schuldner. Staaten können Schulden machen und durch Inflation entwerten. Große Unternehmen können sich billig verschulden. Aber Individuen werden zum Konsum gedrängt. Und Bitcoin invertiert diese Anreize. Sparen wird belohnt. Schulden werden kostspieliger. Langfristiges Denken dominiert Kurzfristigkeit. Halten wir das also einmal kurz inne. Das alles betrifft nicht nur die Ökonomie. Das alles ist die Wurzel unserer Zivilisation. Zivilisationen sind nichts anderes als riesige Netzwerke, die uns koordinieren. Die Sprache ordnet unsere Gedanken, Gesetze ordnen unser Miteinander. Aber das Wichtigste vor allem ist das Geld. Es koordiniert unsere Lebenszeit und unsere Arbeit. Wenn das Geld kaputt ist, ist die gesamte Koordination der Menschheit manipuliert. Wir reden hier nicht von Statistik, wir reden von massivem Betrug an deiner Lebenszeit. Schlechtes Geld ist wie ein Virus im System. Es zwingt Fehlinvestitionen, verbrennt wertvolle Ressourcen und hetzt uns in sinnlose Konflikte um die Krümel, die bei der Umverteilung noch übrig bleiben. Während du versuchst zu sparen, wird am anderen Ende der Welt dein Fleiß einfach weggedruckt. Das ist keine Wirtschaft mehr, das ist ein organisierter Raubzug an der Zukunft unserer Zivilisation. Gutes Geld ermöglicht präzise Preissignale. Unternehmer können Ressourcen effizienter allokieren. Individuen können langfristig planen. Das ist der entscheidende Punkt. Bitcoin ist das präziseste Geld, das jemals existiert hat. Keine Manipulation, keine Inflation, keine politische Einmischung. Seit Bretton Woods 1944 dient der US-Dollar als globale Reservewährung. Das erzeugt ein strukturelles Problem. Die USA müssen Handelsdefizite fahren, damit Dollar ins Ausland fließen. Diese Defizite destabilisieren langfristig den Dollar. Aber ohne diese Defizite fehlt der Welt Liquidität.
Bitcoin löst dieses Dilemma. Eine neutrale, nichtstaatliche Reservewährung. Keine Nation kann sie drucken. Keine Nation wird durch ihre Rolle als Währungshegemon privilegiert oder belastet. Das ebnet das globale Spielfeld. Die Kontrolle über Geld war historisch ein Monopol der Souveräne. Könige prägten Münzen. Staaten drucken Banknoten. Zentralbanken setzen Zinsen. Bitcoin bricht dieses Monopol. Nicht durch Revolution, durch Exit. Individuen können opt-out. Sie können ihr Vermögen in ein System speichern, das keiner nationalen Jurisdiktion unterliegt. Verstehst du die Implikation? Das ist nicht Anarchie. Das ist Souveränität auf individueller Ebene. Wenn Geld seinen Wert behält, reicht plötzlich ein Job, um eine ganze Familie zu ernähren. Die Inflation zwingt uns heute beide ins Hamsterrad. Hartes Geld gibt uns diese Freiheit zurück. Wir hören auf, seelenlose Betonklötze zu bauen, die nach 30 Jahren verrotten. Wir bauen wieder Häuser mit Seele, die Generationen überdauern. Unternehmer planen nicht mehr in Quartalszahlen, sondern in Jahrzehnten. Wir bauen keine Wegwerfprodukte mehr, sondern die Kathedralen unserer Zeit. Projekte, die noch für unsere Enkel stehen. Das ist die Bitcoin Standard Society. Eine Zivilisation, die auf niedrige Zeitpräferenz basiert. Die Zukunft höher bewertet als die Gegenwart. Die in dauerhafte Werte investiert, statt in kurzfristige Ausbeute. Die 21 Millionen sind keine willkürliche Zahl. Sie sind die logische Konsequenz eines Systems, das auf mathematischer Unveränderlichkeit, thermodynamischer Verankerung und dezentralen Konsens basiert. Dieses System erzwingt einen Übergang von Inflation zu Deflation, von Schulden zu Sparen, von zentraler Kontrolle zu individueller Souveränität. Halten wir also kurz inne und denken wir darüber nach. Das ist keine Utopie, das ist keine politische Bewegung, das ist ein ökonomisches Naturgesetz, das sich gerade durchsetzt, unabhängig davon, ob Regierungen es wollen oder nicht. Das Fundament ist hiermit gelegt. In der nächsten Folge gehen wir einen Schritt weiter. Von der Theorie der 21 Millionen bis hin zur Praxis, der Self-Custody. Du kannst mit deinen eigenen Schlüsseln deine Bitcoin verwahren, ohne Drittparteien. Was das mit der Gesellschaft macht und dass es einen unglaublich autonomen Effekt auf jeden Einzelnen hat, darauf möchte ich in der nächsten Folge mehr eingehen. Wenn du mich unterstützen möchtest und dir der Content natürlich gefallen hat, dann gib dem Video ein Like und bitte lass ein Abo da, damit du auch die nächste Folge nicht verpasst. Ich würde mich sehr darüber freuen und lass uns bis dahin einfach uns weiterentwickeln. In der Bitcoin Standard Society. Be free, save energy in BTC. Bye bye.